Hallo, liebe Freunde und Follower. Und wer diese Begrüßung hört, weiß vielleicht schon, wen wir heute zu Gast haben. Ich bin Thomas Borchert von der Aero International und Fliegermagazin. Neben mir sitzt meine Kollegin Isabella Sauer. Hallo. Und heute bei uns zu Gast, wir freuen uns wirklich sehr, ist Captain Joe. Hallo Joe. Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Herzlich willkommen. Danke. Captain Joe, für die ihn nicht kennen. Genau, ich wollte gerade mal sagen, also ich kenne dich natürlich von YouTube. Okay. Jetzt aber die dich nicht kennen, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen oder was machst du überhaupt? Sehr, sehr gerne. Also ich bin hauptberuflich Pilot, also auch wirklich Pilot. Fliege bei der Cargolux auf der 747, natürlich primär dann eben Cargo und habe als, Nebenjob diesen YouTube-Kanal eben kreiert, wo ich fliegerische Sachen einfach erklärt den Leuten, den Passagieren oder auch den Flugschülern eben per Videobotschaft übermittelt. Das ist was Captain Joe macht, genau. Und ich glaube, das machst du jetzt schon seit 6-7 Jahren? 6-7 Jahren werden es dann. Ja, ne? Genau, und ich meine, ich habe gestern noch mal extra nachgeguckt, 1,6 irgendwas Millionen Follower, ne? Ja, genau. Ja, es ist groß gewachsen. Spannenderweise war der Anfang etwas schwierig, das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Die ganze Idee kam daraus, dass ich wollte immer nebenberuflich noch irgendwas machen. Wenn man Pilot ist, hat man relativ viel Freizeit und irgendwie wollte ich dann noch was machen mit meiner Zeit. Und eines Tages ruft mich mein Vater an und sagt, er hat einen Artikel gelesen, ich will sagen wo, aber er hat den Artikel nicht verstanden und beziehungsweise ging es um das Pitot-Tube und er konnte damit nichts anfangen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, ich bin gerade auf der Arbeit, ich nehme dich per FaceTime einmal um den Flieger und ich zeige dir das, wie das aussieht, was das kann und so weiter und so fort. Und ein paar Wochen später saß ich bei meinen Eltern auf der Terrasse und er war total begeistert noch von dieser Erklärung. Ja. Und er sagte, sag mal, Joe, meinst du nicht, dass deine Passagiere auch das spannend finden, wenn du da so was erklärst per Video? Mach doch mal einen YouTube-Channel. Mein Vater damals wie 66 Jahre. Ja, genau. Und dann, wie cool ist das denn? War das relativ spannend, dass ich dann gesagt habe, ja, okay, gut, wir probieren es mal aus. Und dann habe ich das erste Video hochgeladen über das Sterile Cockpit, also dieses Verfahren, was wir einhalten soll, dass wir jetzt unter 10.000 Fuß eben keine Privatgespräche führen sollen, war extremst langweilig, es hat überhaupt niemanden interessiert. Das Video ist wirklich getankt und dann habe ich gedacht, okay, ja, dann mache ich noch eins und dann schauen wir mal. Und dann habe ich das hochgeladen über den Umkehrschub, was eine Sache ist, was der Passagier von seinem Fenster aus sehr gut sehen kann nach der Landung. Und habe das Video hochgeladen, habe mir wirklich nicht dafür dabei gedacht, habe eine Woche später dann erstmal wieder reingeguckt und habe dann gesehen, oh Gott, das Video hat über 1 Million Aufrufe. Also das ist komplett durch die Decke gegangen. Und dann habe ich festgestellt, okay, ich muss gezielt Videos machen in dem visuellen Spektrum eines Passagiers, weil die funktionieren richtig gut. Jetzt müssen wir das einmal aufklären, weil viele, die das nicht kennen, wissen das ja nicht. Du machst das in Englisch. Genau. Ich mach's in das Englisch, ist natürlich Teil des, dadurch öffnet sich das Publikumsspektrum natürlich wahnsinnig. Absolut. 1,6 Millionen Follower ist natürlich Wahnsinn. Warum Englisch? Wieso kannst du so gut Englisch? Ist jetzt die doofe Frage. Genau. Der Hintergrund ist meiner Mutter verschuldet. Meine Mom ist Engländerin und die hat mich über die Jahre zweisprachig erzogen. Wir sprechen bis heute immer noch auch Englisch. Und wie du eben gerade auch gesagt hast, die Fliegerwelt ist primär Englisch oder man spricht Englisch in der Fliegerwelt. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann übernehme ich das auch einfach im Englischen. Genau, ja. Was ich noch gesehen hatte, war, dass eins der beliebtesten Videos ist ja auf der Langstrecke, wo schläft quasi das Personal, zieht sich das zurück. Und ich glaube, das sind ja auch so Fragen, also wenn man sie jetzt liest, also das springt ja schon einem so ins Auge. Du denkst, ja stimmt, eigentlich würde ich das super gerne wissen. Und da hatte ich ja den Eindruck, dass das jetzt so gerade am Anfang, als du den YouTube-Kanal hochgezogen hast, das waren auch dann so, dass du da ein bisschen so drauf fokussiert hast, glaube ich, so auf Passagierthemen. Und Genau. Jetzt, glaube ich, so hat sich das so ein bisschen gewandelt, oder? Es geht mehr, also am Anfang, um den Kanal aufzuziehen, war es wirklich primär so Passagierfragen, auch dieses Klassiker, warum ist da so ein kleines Loch in der Fensterscheibe, warum Tomatensaft besser schmeckt in der Luft. Ja. Diese Klassiker-Dinger natürlich, das hatte ich damals am Anfang mal. Und jetzt ist es eher mehr, ist kein Trend, oder kann man schon sagen, ich shifte jetzt mehr in diesen Educational-Bereich, wo ich eben so Erklärvideos mache,
primär so für Flugschüler, weil ich als Flugschüler auch meine Probleme hatte und ich mir gewünscht hätte, dass es damals einen Captain Joe gegeben hätte, der mir die Sachen auch erklärt, in kleinen Häppchen, sag ich mal, oder verständlicherweise. Und das ist für mich auch total toll, weil ich wieder in die Theoriebücher wieder reingehen muss und auch wieder natürlich es rostet auch alles ein bisschen ein, natürlich über die Jahre. Und somit bleibe ich fit und bin in den Büchern und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Genau. Jetzt lernt die Isabella ja gerade fliegen für die PPL, also Privatpilotenlizenz. Ist das, also richtest du dich auch an Leute, die Privatpilot werden wollen oder zielst du immer auf die Berufspiloten eigentlich? Nee, es ist schon den Berufspiloten, sage ich mal so, das Ziel. Da möchte ich meinen Flugschüler, der sich das Video anschaut, der ist entweder in der PPL, CPL-Alpha-Phase und der ist in die Richtung auf dem Weg zum Berufspiloten. Aber natürlich deckst du mit dem PPL und allem anderen natürlich auch ab. Ja, klar. Ja, also was ich gut fand, war, dass quasi die Fragen gestellt werden, die man sich vielleicht als Flugschüler irgendwann gar nicht mehr so traut zu fragen. Also diese einfache Frage, da gab es ja auch ein Video, in welche Richtung fliege ich überhaupt? So. Ja. Und eigentlich denkst du, irgendwann kannst du das jetzt im Fluglehrer auch nicht mehr fragen. Und dann dachte ich, ach ja, das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Also das hat mir auf jeden Fall gefallen, dass es auch die Fragen sind, die man sich vielleicht als Flugschüler eben nicht mehr so traut zu fragen. Und dann kann man sich das eben angucken und muss dann nicht. Also für mich ist auch immer so ein bisschen das Ziel, dass genau du jetzt eben als Flugschüler, du hast einen stressigen Tag gehabt, du warst im Flieger und hast alles gut gemacht und bist dann am Abend wirklich K.O. und sagst, ach komm, jetzt schaue ich mir vielleicht doch noch schnell ein YouTube-Video an und dann kannst du so ein bisschen bei dem Video entspannen, weil du es vielleicht auch schon weißt oder ich gebe dir noch mal ein kleines bisschen mehr Info zu dem Thema, was du eben angeguckt hast. Das ist so der Hintergrund. Genau. Ja. Machst du damit dann durch diese Neuausrichtung, ist vielleicht zu viel gesagt, aber machst du damit die Zielgruppe nicht deutlich kleiner? Für mich ist es so, dass ich möchte, dass die Videos eine Langfristigkeit haben. Und wenn ich mich jetzt, ich sag mal, auf Unfälle, die ja leider zu oft passieren in meinen Augen, wenn ich mich jetzt darauf fokussieren würde, das ist medial wahnsinnig spannend, das ist eine Woche extremst präsent und man würde auch ganz, ganz viele Klicks auch bekommen, weil die Leute ja alles dann danach schauen wollen. Ich bin nicht so ein Typ. Erstens ist es für mich alles etwas fadenscheinig. Wenn ihr diese Berichte macht, dann weiß ich, dass das extremst recherchiert wurde. Wir warten ja auch immer, bis der Unfallbericht Genau. Und so, finde ich, sollte man auch an die Sache rangehen und nicht jetzt irgendwie sich irgendwas aus der Luft ziehen, nur, dass ich ein Video kurz gemacht habe und dann im Nachhinein stellt sich raus, dass es ganz anders passiert. Ja. Und da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Deswegen für mich, mein Ansporn ist, ich muss in 20 Jahren meine eigenen Videos nochmal angucken können und mir sagen können, Joey, das war richtig gut, was du damals gemacht hast. Ne? Und auch wieder so ein Erklärvideo macht mir auch einfach mehr Spaß, weil ich muss mehr in die Tiefe gehen und saug mir halt nichts aus der Luft irgendwo her. Und ich weiß, dass es anderen Leuten hilft. Ich finde, in so einem Unfallvideo kann man sicherlich auch ein paar Sachen mitnehmen, aber es ist eher mehr dieses Sensation. Genau, also, dass die Leute diese Sensationsgeilheit, das finde ich ein bisschen schwierig und da möchte ich einfach nicht damit assoziiert werden. Ja. Ich wollte noch mal wissen, wie kommst du denn auf deine Themen? Also wonach suchst du die aus? Also mir geht es ja so, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel für einen Text einen Einstieg brauche, dann ist es eigentlich immer in den ungünstigsten Momenten, wo mir die besten Einstiege einfallen. Deswegen habe ich immer meistens ganz altmodisch Zettel und Stift neben dem Bett liegen. Aber wie ist das denn, wonach suchst du denn aus? Oder wie kommen dir die Ideen? Also die Ideen kommen einerseits viel durch die Kommentare, dass Leute eben gewisse Sachen kommentieren. Es sind auch, dass sie sich wünschen, dass man vielleicht darüber ein Video macht. E-Mails, die ich bekomme von Ihnen, von Leuten, die sagen, hey Joey, das Thema ist noch nicht so wirklich gut behandelt worden. Ganz oft auch Kollegen, wirklich, du sitzt auf der Langstrecke, fliegst nach A nach B und dann merkst, da können wir vielleicht auch noch was drüber machen. Wenn ich mich, wo ich es am meisten merke, wenn ich mich für den Simulator vorbereite, komischerweise, gehe ich so durch mein iPad und so, über die Checkliste könnte man vielleicht auch noch was richtig Spannendes machen. Also so Leute, einfach, ich muss gar nicht suchen. Also es kommt einem so entgegen und teilweise, also das zum Beispiel mit dem, was du gemeint hast, wo die Leute schlafen oder wo wir uns, ich muss da heute noch drüber schmunzeln, weil ich habe das meinem Vater wieder mal erklärt, wie das funktioniert und dann habe ich gesagt, das ist doch super, das wäre total spannend. Ich sage, ich glaube, das interessiert wieder mal keinen, ja. Und habe dann wirklich das Video, wenn ich das anschaue, ist es in dem Wohnzimmer von meinen Eltern. Das weiß keiner. Und da habe ich das einfach schnell aufgenommen und siehe da, ist es das meistgeklickte Video. Also manchmal sind es auch wirklich Zufälle. Man kann es nicht steuern, manchmal ist es einfach Glück. Ja. Du hast ja in vielen deiner Videos so grafische Erklärungen. Da ist dann mal ein Pfeil, der auf irgendwas Wichtiges zeigt und so weiter.
Machst du das selbst oder hast du da Leute, die sich mit sowas auskennen und die das dann sehr viel schneller können? Ich habe alles über die Jahre selbst gemacht, habe mir aber jetzt über die Jahre wirklich ein ganz, ganz tolles Team aufgebaut und für mich war immer wichtig, dass derjenige, der meine Filme schneidet, der muss Pilot sein. Weil sonst tue ich mir so schwer, dem zu erklären, mach einen Pfeil auf die Klappen oder aufs Farbige oder so, dann, bis ich das erklärt habe, hätte ich selber auch schon wieder geschnitten. Deswegen habe ich ein ganz, ganz tolles Team, der mir hilft oder die mir helfen und mit denen macht es dann wirklich auch super viel Spaß. Die bringen natürlich auch tolle Ideen mit rein. Ja. Und du bist ja auch auf Instagram nicht so ganz klar. Ich glaube 550.000 oder sowas in der Größenordnung. Genau. Begreifst du dich eher als YouTuber oder eher als Instagram? Also eher hoch oder eher Querformat? Sehr gut. Ich würde mich selber lieber als YouTuber sehen oder als Educational YouTuber, der eigentlich Pilot ist. Also so, das ist für mich ganz wichtig. Instagram hat sich nebenher so ein bisschen aufgebaut. Da fahre ich jetzt gerade komplett in so eine Schiene, wo ich jeden Tag eine Frage stelle, wo die Leute auf der App auch dann die Antwort anklicken können und sehen können gleich, ob sie richtig sind. Kommt wahnsinnig gut an. Ist es so, ich sag mal, leicht verdauliches Aviation Facts, wo die Leute dann eben was davon lernen können. Und für mich ist immer das Wichtigste ist, wenn sich ein Zuschauer seine Zeit nimmt und sich ein Video anschaut, möchte ich, dass er irgendwie was gelernt hat, nachdem er es angeschaut hat. Wenn nicht, dass es einfach sinnlos und belanglos ist, sondern er sagt, okay, wenn ich jetzt bei Joe draufkomme, weiß ich, okay, hier lerne ich wieder irgendwie einen kleinen Fact, der spannend ist. Ja. Das klang ja eben schon an, du fliegst. Ja. Das ist dein Hauptjob. Genau. Wie kriegst du das nebenbei unter diesen... Also ich habe ich arbeite für die Cargolux, was abgesehen davon, dass er eine wahnsinnig tolle Firma ist sehr, sehr supportive. Wir haben Teilzeitmodelle, wo ich dann ein bisschen Teilzeit fliegen kann. Sie unterstützt mich aber auch, dass ich zum Beispiel auch viele Videos, die wir an Bord filmen, gehen durch einen gewissen Approval-Prozess durch die Cargolux durch. Hatte ich bisher wirklich immer sehr, sehr positives Feedback von meinem Chef natürlich, der sich das anschaut. Und es ist ich mag dieses Wort Life-Balance nicht so gerne, aber man muss schon um seine freien Tage ein bisschen kämpfen, dass man auch mal zu Hause ist und auch mal nichts tut. Fällt mir manchmal schwer, aber dann habe ich auch noch eine Freundin, die noch irgendwie auch noch ihre Zeit braucht. Aber wir haben da schon einen guten Weg gefunden. Und gerade, also wie gesagt, mit dem Team, mit dem ich zusammenarbeite, ich nehme mir extrem viel ab und ich kann mich mehr auf den kreativen Teil fokussieren. Und die anderen um die anderen Sachen. Ja, aber ich wollte gerade sagen, es ist ja auch eben Arbeit, die dahinter steckt. Ja, klar. Also die man gar nicht so jetzt so sieht, vielleicht auf den ersten Blick, wenn man das nicht selber macht. Genau. Aber wir merken das ja auch. Na klar, ja, das ist viel, auf jeden Fall. Was ich noch mal fragen wollte, ist, hast du den Eindruck, dass die dir zuschauen, egal ob YouTube oder Instagram, dass die mittlerweile also anspruchsvoller werden vielleicht auch, weil wenn du jetzt vor 6, 7 Jahren angefangen hast, war das ja, würde ich jetzt so sagen, noch eine andere Zeit als jetzt. Nicht um jetzt meine Follower da irgendwie zu diskriminieren, aber ich glaube, dass ist etwas abgefallen. Also es ist für diesen Lern-Content, wie ich es jetzt eben beschrieben habe, dass der Zuschauer was mitnimmt, bin ich jetzt ganz ehrlich, dass ein Flugzeug was abstürzt, was man sieht, kriegt 1 Million Aufrufe. Wenn ich jetzt irgendwie erkläre, keine Ahnung, was werden wir jetzt, also das Pitot-Tube jetzt wieder, das kriegt dann vielleicht nur 30.000 oder 40.000 Aufrufe. Ne? Das muss man einfach sehen, dass die Leute nicht mehr so aufnahmefähig sind für Stoff, der sie vielleicht auch gar nicht so interessiert. Klar, du erreichst eine viel, viel breitere Masse mit Sensationsvideos. Mit Educational Content erreichst du eben Leute, die wirklich sagen, okay, das schaue ich mir jetzt an, weil ich es wirklich wissen möchte. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, wären es leider etwas weniger. Ja. Aber es ist für mich okay, weil ich weiß, dass die Zielgruppe, die ich dann damit treffe, sind dann genau die richtigen. Die wollen glücklicher. Genau, die sind auch glücklich darüber und die schauen sich es auch ganz bewusst an und das ist für mich dann auch okay. Ja. Jetzt ist ja die Ausbildung für Piloten so ein bisschen unterschiedlich in den USA, großer englischer Sprachraum und in Europa. Ist das ein Unterschied, auf den du Rücksicht nehmen musst? Hast du eine Hauptzielgruppe USA versus Europa? Spielt das überhaupt eine Rolle? Es ist ein kleines bisschen schon, spielt es eine Rolle, weil
meine Viewerschaft ist primär aus den USA, also immer so 30% USA, dann die Engländer, dann Australier, also englischsprachige Räume natürlich. Aber ich finde, dass jemand, der sich jetzt wirklich mit der Ausbildung auseinandersetzt, sei es jetzt, dass es in Europa macht, der muss wissen, dass da natürlich auch Unterschiede sind zwischen den USA und Europa. Und ich kann jetzt, also ob jetzt du hier 40 Stunden für ein PPL brauchst oder 45 Stunden, das macht den Braten in meinen Augen jetzt auch nicht fett. Ne? Also du musst es am Ende machen. Und derjenige, der sich das anschaut, der weiß, okay, der geht da an eine Flugschule hin, informiert sich dann noch vernünftig. Und ich kann ihm nicht alles sagen, aber ich kann ihn in die richtige Richtung zumindest leiten. Genau. Also im Wetter ist Wetter. Ne? Also im Wetter ist Wetter. genau. Das stimmt, genau. Ja. Und es ist ja auch so, ich meine, man kommt ja ums Englische, gerade wenn man jetzt in die Berufsfliegerei geht, kommt es ja eh nicht um, oder? Also ich meine, dann kann man im Grunde sagen, Videos gucken wie deine, ist so der erste Teil der Englisch-Ausbildung, wenn dir absolut. Also das war auch für mich ein Wahnsinnsansporn, dass ich das Englisch, oder die Videos, die ich dann kreiere, müssen vom Englisch so einfach sein, dass es wirklich auch leicht verständlich ist für jeden, dass, also wenn du da jetzt mit irgendwie technischen Details um die Ecke kommst und du verlierst den Zuschauer dann, ne? Du musst den irgendwie auch dabei behalten. Also auch man sieht es in meinen Videos jedes Mal, wenn ich eine Abkürzung verwende, wird die Abkürzung sofort unten eingeblendet, weil so verlierst du den Zuschauer sofort, wenn der, jetzt hatte irgendeinen Fachbegriff benutzt, den ich nicht kenne, und dann sitzt er dann da, ja, okay, jetzt hast du mich verloren. Und der schaltet ja. Ganz klar. Wie kommt es denn eigentlich bei deinen Kolleginnen und Kollegen an? Also wie wirst du, nicht nur jetzt bei Cargolux, sondern überhaupt also bei denen, die es schon können quasi, wie kommt das bei denen an, was du machst? Also ich glaube, für die es schon können, ist es, die schauen sich es jetzt nicht zwingend an, die stolpern vielleicht mal drüber und beschmunzeln das vielleicht auch ein kleines bisschen, was für mich auch völlig okay ist, weil der Kollege, der es schon kann, ist nicht wirklich meine Zielgruppe. Es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt viele, die kommen mit wahnsinnig positivem Feedback zurück, und es gibt auch wahnsinnig viele Kollegen, die sagen, hey Joe, ich würde so gerne mit dir ein Video zusammen machen, weil ich habe da ein gewisses Thema, worüber wir sprechen sollten in der Fliegerei. Also gerade die Instruktoren, die sind ja immer ganz an der Vorfront, die natürlich was mitbringen wollen. Aber es ist, ich würde sagen, durchweg eigentlich positiv. Also es gibt hier und da mal jemanden, der irgendwie was Negatives sagt. Es ist aber auch wieder, muss man auch ehrlich dazu sagen, dass es mir jemand direkt ins Gesicht sagt. Ja. Das ist noch nie passiert. Ja. Aber hinten drum am Computer schnell einen Kommentar. Das können alle schreiben. Ja? Aber dass mir einer sagt, hey Joey, nee, das passt überhaupt nicht, was du da machst. Ja, das passiert ja gar nicht. Ja. Ich hatte gesehen, 2022, glaube ich, warst du das erste Mal in Oshkosh. Ja. Richtig? Ja, Da wollte ich mal fragen, weil ich war ja vergangenes Jahr das erste Mal da, und ich würde gerne mal von dir wissen, so, wenn man das überhaupt kurz zusammenfassen kann, aber was hat dich denn da am meisten begeistert? Also Oshkosh, um das für meine Kamera, es ist ein absoluter Overkill. Also das fand ich auch. Es ist wirklich, ich war die ganze Woche dort. Ich muss gestehen, dass mich irgendwann mal die F-35, die dann irgendwie das 20. Mal da drüber hämmert, mich echt gelangweilt hat. Schon irgendwann, also es ist einfach zu viel. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es eins der schönsten so Community-Treffen. Ich habe mich mit extrem vielen Piloten, die dort einfach sich selber hingeflogen haben, und mich unterhalten. Ja. Dieser ganze Netzwerkgedanke finde ich wahnsinnig toll. Die Airshow natürlich, also die Nightshow, das alles. Es ist ich war danach, brauchst fast für eine Woche Urlaub, um dich davon zu erholen. Weil ist für mich auch wieder ein Event, wo ich gerne jedes Jahr einbauen möchte. Ja. Ist ein bisschen schwierig, das mit Cargolux jedes Mal so zu vereinbaren von meinem Dienstplan her. Aber ja, ist auf jeden Fall. Dieses Jahr bin ich wieder dabei. Wir auch. Genau. Ja, das ist doch schön. Ja, ist halt das Familientreffen der Luftfahrt. So kann man das sagen. So. Aber ich finde halt schön die Geschichten, die Leute erzählen, die man dann das finde ich auch spannend. Genau. Wir sind dann ja auch zu vielen Piloten hingegangen, die auf ihre eigenen Flugzeuge teilweise ja gebaut haben, und dann die Geschichten da hinten, und dann interviewst du die, und die Geschichten liegen da an jeder Ecke. Das ist richtig großartig. Ja, finde ich auch. Und es ging mir tatsächlich genau wie dir. Ich habe mein erstes Oshkosh, da habe ich gezeltet tatsächlich. Oh wow. Und dann wirst du morgens früh geweckt von dieser Frühpatrouille, und du denkst, wow, 5 Mustern, was ist denn los und so. Ne? Und so am 3., 4., 5. Tag wirst du morgens wach und denkst, die schon wieder. Ja, genau. Und dann weißt du, ist Zeit zu gehen, aber irgendwie möchtest du nächstes Jahr doch wieder kommen. Vor allem, wenn du dann mit Aufnahmegerät eben dort bist. Ja. Und du wirst ja jedes Mal gestört. Genau. Stimmt, das hatten wir ja auch. Meine größte Herausforderung ist ja aktuell beim Lernen für die PPL-Lizenz,
das Lernen wieder zu lernen. Also wäre es ja so unheimlich schwer, sich, weiß ich nicht, mal 30 Minuten auf eine Sache zu konzentrieren, weil man ja heutzutage immer abgelenkt wird. Und man hat ja so ein Überangebot, wie man lernen kann. Also teilweise ist es ein Vorteil, finde ich, weil dann kannst du, wenn du das eine Thema, weiß ich nicht, beim Lesen nicht verstanden hast, dann gucke ich immer ein Video an und da sehe das wirklich nochmal bildlich. Was mich ja interessieren würde, wie hast du denn gelernt oder was hat dir denn am meisten geholfen? Oder? Also zu der Zeit, wo ich damals gelernt habe, gab es noch nicht so Instagram und so weiter, da konnte man sich nicht ablenken lassen. Also Isabella, wenn du lernst, dann tu mir bitte den Gefallen, mach es in einem Zimmer, wo dein Handy nicht mit drin ist und vielleicht auch nicht mal ein Laptop. Also das ist, ich finde, dass man sich heutzutage sehr, sehr leicht ablenken lässt. Ich muss gestehen, dass zu der Zeit, wo ich das damals gemacht habe, wir haben alles im Team gemacht. Ich habe fast nie alleine gelernt. Wir haben immer zu zweit, vielleicht habe ich auch zu viert zusammen gelernt. Mein Kurs damals, als wir in den USA waren, war sehr, sehr klar, wir waren nur zu viert. Und wir haben uns da wirklich also so Lerngruppen zusammen gemacht. Und ich weiß, dass ich mich ein paar Mal sogar erwischt habe, wo ich dann alleine gelernt habe und einfach gemerkt habe, ich bin dann nicht ganz so produktiv oder nicht ganz so aufnahmefähig, als wenn wir es in der Gruppe die ganze Zeit diskutiert haben. Man muss irgendwo auch sehen, dass die Fliegerei jetzt gerade, okay, in der Berufsfliegerei, wir sind halt immer zu zweit, es ist so ein Team-Effort, die ganze Geschichte. Und mir hat es damals, ist mir das wahnsinnig leicht gefallen, mit denen zusammen zu lernen. Ich merke es auch heutzutage noch, wenn ich in den Simulator gehe, ich weiß immer meinen Kollegen zuvor, mit dem ich das dann mache. Ich rufe den teilweise 2-3 Tage vorher nochmal an, lass uns nochmal kurz alles zusammen durchgehen, dass wir einfach gut vorbereitet sind. Und genau, also so, das kann ich jedem eigentlich nur empfehlen, wenn es geht, eben zu zweit lernen oder ich meine, an der Flugschule, wenn man dort ist man ja nie alleine. Da ist ja meistens noch mal ein anderer Partner dort mit dem. Ja. Du hast ja auch so Lernpartner. Das stimmt, aber ich muss sagen, bei mir hat das relativ lange gedauert. Ja. Also irgendwie bin ich immer zur Flugschule gegangen und bis ich da mal jemanden getroffen habe, ich weiß nicht, ob es an meinen Uhrzeiten lag, wo ich fliegen war, aber da war es ein bisschen schwierig und jetzt ist es auch so, dass ich seit Monaten dann mit einem Flugschüler lerne. Wunderbar. Das geht auf jeden Fall besser. Man ist ja auch irgendwie dann gezwungen, sag ich mal, sich zu sehen. Das ist ja schon die erste Hürde, dass man sich die Zeit nimmt. Also das ist auf jeden Fall gut, ja. Du bist ja auch du vermisst ja sehr Klassenraumunterricht. Ja, muss ich sagen. Hast du das gehabt? Ja, komplett. Ja. Also, ja. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn du jetzt eine Berufspilotenausbildung machst, dann machst du halt den ganzen Tag nichts anderes. Genau. Bei dir ist leider immer noch dieser kleine Job hier. Genau. Ja. Also ja, ich hätte mir das schon gewünscht. Also ich habe ja auch einen Fernlehrgang, aber da sitze ich dann vor meinem Rechner, klick dann, sag ich mal, die Fragen durch, dann habe ich ein Buch, aber man muss sich das ja alles schon wirklich im Selbststudium, also in meinem Studium, also war das, da ging das so, aber ich finde jetzt gerade mit der Flugausbildung, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich kann das nur empfehlen, vor allem das, was du gesagt hast, du hast angefangen mit, ich lass mich ablenken, da geht's schon los, dieser Wille, weil man muss sich auch wirklich dann committen und sagen, okay, ich muss jetzt heute mal 3 Stunden die Fragen klicken, lernen, wie auch immer. Und ich finde es halt auch, wenn du wirklich jetzt mal eine Frage nicht verstanden hast, dann musst du wirklich in die Tiefe gehen und auch dann nimm halt Google und YouTube und so weiter und versuchst dir halt eben selbst beizubringen. Ja, genau. Also ist für mich das Gleiche, wenn ich jetzt ein Video mache, muss ich auch wieder den Research machen, wirklich in die Tiefe gehen, wie erkläre ich das am besten und so weiter und so fort. Also das kann man auch wie ein Lernprozess eigentlich machen. Ja. Wie sehr sind deine Videos sind ja immer unterhaltsam und so weiter, aber irgendwie sind sie ja auch Lehrvideos, wenn du so willst. Ne? Du hattest vorhin erzählt, auf der Aero hattet ihr da ein besonderes Erlebnis. Auf der Aero, genau. Und zwar ist es so, für mich werde ich oft gefragt, wie kann ich denn wie definiere ich dann Erfolg mit diesen ganzen Videos? Also klar, viele Leute sagen mir das finanziell und so. Das ist für mich gar nicht mal so der Ansporn. Für mich ist eher mehr, dass gerade auf der Aero kommen dann Flugschüler auf einen zu und zeigen dir dann auf dem Handy, wie sie in dem Unterricht sitzen und du siehst an der Leinwand eben von mir das projizierte Video. Ja. Und da weiß ich, okay, also ich will nicht die Fluglehrer jetzt irgendwie schlecht darstellen lassen, aber die sagen halt, okay, gut, Joey hat es einfach noch besser erklärt mit Animationen und so weiter und so fort. Ich mache da einfach das YouTube-Video dann rein und zeige das an. Das ist für mich natürlich, dann weiß ich, okay, das hat sich wirklich gelohnt, das zu machen. Habe auch teilweise mit Fluglehrern jetzt schon gesprochen, wo wir sagen, hey, ist da vielleicht ein Video, was fehlt, was vielleicht die Sache noch ein bisschen komplementieren könnte? Und darauf bauen wir jetzt ein bisschen auf, genau. Sehr cool. Nochmal zu deiner Pilotenentwicklung. Also du hast irgendwann beschlossen, ich werde Berufspilot. Ja. Und bist dann zu einer Schule gegangen und sozusagen hast mit der Eltern finanziert sozusagen das typische Genau, Bild. Genau, so kann man das sagen. Also ich hatte angefangen
meine Privatpilotenlizenz in Österreich witzigerweise zu machen. Das war damals einfach viel, viel günstiger, in Österreich das zu machen. Und das hat sich inzwischen auch, ist also ungefähr gleich. Und dann für die CFLI-Ausbildung bin ich dann komplett in die USA gegangen. Und für den ATPL-Theorie, das habe ich dann wieder in Deutschland gemacht. Und dann zum LBA den klassischen Weg, genau. Und dann, was eigentlich noch eine ganz spannende Geschichte ist, nachdem meine Eltern hatten mir das natürlich immer prophezeit, Joey, du wirst dann keinen Job finden, weil natürlich die Airline-Branche auch ein bisschen fluktuiert. Genau. Und ich bin dann, als ich fertig war ich genau wieder in so einem Zyklus, wo es 2008. 2008, genau, wo einfach nichts ging. Und habe dann durch einen großen Zufall einen Job als Fallschirmsprungpilot bekommen und habe dann so eine Porter, bin ich dann da ein ganzes Jahr lang geflogen. Irrsinnig spannend. Ein Jahr lang? Ein ganzes Jahr lang, ja. Also das aber da kriegst du Turbinenstunden. Da kriegst du Turbinenstunden, genau. Du kriegst auch viele Landungen. Genau. Und aber war es für mich, ich würde es nochmal so machen. Mir hat das so viel Spaß gemacht. Und dann bin ich witzigerweise nochmal in die Executive-Fliegerei noch gegangen. Habe dann für eine Firma gearbeitet, die das war, kann man sagen, der Flugbetrieb vom Aldi. Ach. Genau. Und dann haben wir die Albrecht-Brüder in der King Air durch die Gegend geflogen, primär so die Ingenieure von denen. Ja, also kein Jet, sondern King Air. Nee, eine King Air, genau. Und bin dann von der King Air, der letzte Schritt war dann noch auf den Airbus und das war dann zur Air Berlin. Zu Air Berlin. Ja. Genau, Okay, genau. Dann war ich da nochmal 8 Jahre und dann zur Cargo. Als es also, das war jetzt die ganz kurze Fassung, aber genau. So. Und was ist besser, Cargo oder Passagiere? Ich muss gestehen, dass Cargo wirklich besser ist als Passagiere. Warum? Nichts gegen meine Passagiere. Ich habe das wirklich auch super gerne gemacht. Also die braun gebrannten Leute aus Fuerteventura abgeholt und so. Das war wirklich super. Aber Cargo ist einfach wesentlich ruhiger. Es ist also wirklich ruhiger. Es ist angenehmer. Du wartest, bis der Loadmaster da die Papiere bringt. Du checkst nochmal einmal, läufst einmal nochmal kurz durch das Main Deck, schaust, dass alles verzurrt ist und dann geht's los. Und das ist einfach auch die Destinationen, muss ich ehrlich gestehen, ist spannender. Man muss dazu sagen, die Cargolux ist irgendwo auch eine Charter-Cargo-Airline. Wir machen ganz, ganz viel Charter. Das heißt, teilweise haben wir Ziele, die du noch nie angeflogen hast, weil wir speziell dort was hinfliegen müssen. Auch das, was wir fliegen, das kann man sich nicht vorstellen. Also, das kann man sich nicht vorstellen. Mach noch ein paar Ich wollte gerade sagen, was denn so? Also, wir fliegen klar, die Formel 1 ist so, wo ist ein bisschen unser Aushängeschild, dass wir die Formel 1 wahnsinnig viel fliegen. Ganz viel so Hollywood-Stage-Equipment habe ich auch schon ganz viel gesehen. Der krasseste, persönlich mein krassester Flug war, wir haben 2 Beluga-Wale von einem SeaWorld-Park haben wir die gerettet und haben die nach Island geflogen. Das war eins meiner absoluten Highlights, genau. Also von Tieren zu Wie sprechen. Raumschiff Enterprise. Genau, also das war wirklich diese Beluga dann eben in so Containern. Und auch da sind die, auch da um ein bisschen Lob an meine Mechaniker auszusprechen. Wir hatten speziell für diesen Flug Container gebaut, wo wir das Wasser ablassen konnten, dass diese Wale eben im Wasser schwimmen, im Reiseflug, aber eben für Takeoff und Landing mussten natürlich durch den Ansteuerungsweg, konnten wir natürlich nicht, dass das Wasser immer rausschwappt. Stimmt, ja, Du musstest klar. das Wasser ablassen. Ja. Genau, also die haben wirklich wahnsinnig da, was sie da aufgebaut haben. Dann, es gibt wie so eine Art Formel 1 der Rennpferde, die machen wir auch die ganze Zeit. Dann hast du da mal so einen Flieger mit irgendwie 18 Pferden. Ne? Wow. Und das hörst du auch. Ne? Also ich meine, die Pferde sind auch wirklich, wie soll ich sagen, sehr trainiert darauf. Die kennen das schon, die sind das sehr gewohnt. Aber man muss ehrlich sein, es riecht halt dann wie in einem Pferdestall. Ja, klar. Also das ist dann wirklich so. Aber auch ganz, dass es so tolle Leute dort kennengelernt, diese Grooms, die diese Pferde eben pflegen. Die sind dann und auch so weiter. dabei, ne? Die begleiten. Die sind immer mit dabei, genau. Und da hat man so tolle Konversationen mit denen, das ist wirklich toll. Also, ja. Auf jeden Fall spannend, mal was anderes, ne? Es ist einfach was komplett anderes, genau. Ja, und wenn ihr wechselnde Destinationen habt, das ist natürlich besonders Genau, toll. Ne? genau. Weil ich nehme mal an, die großen Fracht-Airports, die kennt man dann irgendwo. Ja, also Anchorage in Alaska ist, wenn man 747 sehen möchte, dann geht man dahin, Ja. da stehen sie alle. Aber also Hongkong und so, diese großen Fracht-Airports, da, ja, das hat man schon gesehen, aber es ist immer wieder spannend, dass wir Quito in Ecuador, dann Bogota, dann Mexico City, also diese High-Elevation-Airports auch. Die auch fliegerisch wahnsinnig anspruchsvoll. Genau, die sind fliegerisch extrem anspruchsvoll und dann auch von unserer Operation her, an einem Tag bist du Maximum Landing Weight oder Maximum Takeoff Weight und am nächsten Tag bist du vielleicht nur die Hälfte oder fast gar nichts, weil du kurz einen kleinen Ferry irgendwo hinmachen musst, um dann wieder weiterzumachen. Also
der Flieger wird komplett ausgereizt und das macht eben das so besonders als Pilot bei Cargolux. Ja. Genau. Nun fliegst du natürlich auch ein tolles Flugzeug. Ja, ich meine, die das ist auch 747 dazu, ja, ist ja Queen of the Skies und so. Genau. Das ist ja schon auch ein Mythos, das Ding. Nicht? Ihr habt, glaube ich, 2 Varianten, die 400 Genau. und die 8F. Genau. Fliegt man die beide? Ist das gleiche Type-Rating? Ja, das ist das gleiche Type-Rating. Es ist nochmal ein Conversion-Kurs für die Dash 8, der geht ungefähr eine Woche. Es ist für mich, kann man so ein bisschen sagen, die 400er, das spürst du und hörst auch richtig. Wir sind auch einer der wenigen Operator, die diese Rolls-Royce-Engine hat, die haben auch richtig Dampf und das macht echt richtig Spaß. Und dann die Dash 8 ist, man merkt die Modernität. Es ist ein kleines bisschen moderner, okay, abgesehen jetzt von der elektrischen Checklisten und so weiter, aber diese Gen X Engines, die haben halt auch nochmal richtig Power und da geht richtig was vorwärts. Also das ist nochmal ganz was anderes. Aber ich muss jedem dazu sagen, kommend vom Airbus, ich fand den Airbus ein kleines bisschen schwerer zu landen als wie den Jumbo. Also der Jumbo ist wirklich eine große Cessna, das kann man gar nicht so sagen. Du kriegst einfach an dem Yoke mehr Feedback wie bei dem Sidestick vom Airbus, das muss man ehrlich zugeben, genau. Also Ja, ich wollte gerade sagen, Cessna kann ich. Das ist ein großes Upgrade, genau. Ja, gehst halt mal mit Joe in den Genau. Simulator. Das kriegen wir irgendwie hin. Ja. Hieß es von Anfang an Captain Joe, du hast von dem ersten Video erzählt, war das klar, dass das die Marke ist? Es war so, als ich das Brand, sage ich jetzt mal, gegründet habe, das ging einerseits auch ein kleines bisschen mit dem Logo einher. Ich musste irgendwie was finden, dass ich ein cooles Logo da draus machen kann aus Captain Joe. Und genau, und es war für mich einfach, man kennt Captain Baloo und diese ganzen Captains kennt man halt. Und weil ich ja natürlich auch irgendwann mal Kapitän werde, habe ich gesagt, okay, komm, dann fahren wir einfach mit dem Namen, den kann man sich leicht merken und das ist der Hintergrund, genau. Ja. Wenn du immer sagst, früher zu meiner Zeit gab es noch keine, wie alt bist du denn eigentlich, wenn ich mal fragen darf? junge 40 Jahre, genau. Siehst genau. Du, sehr jung. Genau. Genau, eine wichtige Frage bleibt ja noch. Was fasziniert dich denn am Fliegen? Also mich fasziniert an der Fliegerei oder am Fliegen an sich ist, dass kein Flug ist der gleiche wie der letzte Flug. Also ich finde, dass sich das die ganze Zeit eben immer ist irgendwie was anderes. Der Moment, wo du dann auch mit dem Flieger eins bist, ist selten, aber er ist da und da arbeite ich immer drauf hin. Also wir haben in der Schule immer gelernt, also am Anfang, wenn man lernt, ist man hinter dem Flieger, dann ist man irgendwann mit dem Flieger und irgendwann bist du vor dem Flieger. Und wenn das Ziel ist, dass du immer dem Flieger nicht voraus bist, dass du nicht genau weißt, was du tust. Und wenn man in diesen, ich sage jetzt mal, Slow-Flying-State da reinkommt, das finde ich schon extrem schön. Und für mich habe ich auch einfach gelernt, dass man hört nie auf zu lernen. Du musst immer, es kommen immer Neuerungen, es kommen immer neue SOPs dazu, es gibt immer wieder was Schönes, was man vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe gehen kann und sich darüber mehr informieren kann. Deswegen sage ich halt auch am Ende jedes Videos, that a good pilot is always learning. Und da stehe ich auch einfach dazu und das ist ganz, ganz wichtig. Ist auch genau richtig. Es Sehe ist ich auch ganz so, genauso. In diesem Sinne, wir haben viel gelernt heute. Vielen Dank, Joe, dass du da warst. Ja, super. Genau, Habe mich sehr danke. gefreut. Spaß Und gemacht. bis zum nächsten Mal.